Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Coma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute geht es darum, dass wir eine Silvester-Neujahrs-Animation machen und diese dann fertigstellen. Allerdings mache ich das jetzt etwas kürzer gehalten. Ich zeige euch das Endergebnis jedes Teils, dass ihr das da theoretisch nachmachen könnt und dann dementsprechend am Ende das zusammenführen in einem Video mit Sound hinzufügen und alles, was ihr sonst gebraucht an Links, wo ihr das nachmachen könnt, findet ihr in der Videobeschreibung. So, dann lasst uns mal reinstarten. Als erstes hatte ich mir dann ein Tutorial rausgesucht für ein Feuerwerk. Und dieses hier gefiel mir sehr gut. Das habe ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich habe da minimal was angepasst und ja, will euch das halt eben jetzt einmal zeigen. Fangen wir mit dem ersten an. Ich habe ein HDRI als Hintergrund genommen. Das habe ich hier eingefügt und bin dann in den Shader Editor gegangen und dann hier auf World und habe es in der Z-Achse einmal rotiert, bis ich hinter der Kamera was hatte, was mir dann dementsprechend gefiel. Und dann habe ich die Helligkeit hier runtergestellt von 1 auf 0,03, damit es nächtlich wirkt. Genau, dann habe ich alles in Cycles gemacht mit GPU Compute und ich habe es in 4K Hochformat eingestellt, 30 Frames, und in diesem hier habe ich 150 Frames gebraucht als Endframe, Zielordner gespeichert und damit bin ich dann angefangen. Dann habe ich mit Geometry Nodes, wo ist er? Da. Das dementsprechend komplett gemacht, wie in dem Video beschrieben. Das klappt sehr gut. Allerdings habe ich dann ein paar Werte verändert. Und zwar habe ich das und das hinzugefügt, dass ich random bekomme in der Auswahl, wo die Raketen hinfliegen. Hier ist dann quasi die Rocket, wo geht normalerweise nur gerade hoch, und dann mit dieser Auswahl und den Random-Varianten fliegen die rechts, links ein bisschen vor, zurück, und dann könnt ihr hier zwischen den 3,5, 1,5 dementsprechend entscheiden, das ist dann die Höhe, ne, zwischen 1,5 und 3,5 und hier 1,5, 3,5. Das kann man dementsprechend ein bisschen einstellen, variieren, und dann bekommt man schöne Werte dabei raus. Der Rest ist wirklich 1:1 Kopie. Könnt euch gerne meine Werte, ich habe die an ein, zwei Stellen ein bisschen angepasst, nachgucken. Fangen wir hier nochmal an. Rocket, hier habt ihr die Werte für die Rocket, was ich hier eingestellt habe. Dann als nächstes nehmen wir den Rocket Trail. Die Werte müssten eigentlich alle genauso sein wie in dem Video. So, dann für die Explosion habe ich das. Dann für den Explosionstrail habe ich das noch. Dann geht es hier runter. Hier wird jeweils mit Join Geometry zusammengefügt. Und hier wird dann dementsprechend auch wieder die Geometrie vernichtet.
bis dann, dass dann so ein Muster kommt. Und am Ende wird dann noch das Material vergeben mit Firework-Material. So, dieses Material können wir uns im Shader-Editor angucken. Der Kopf der Rakete hat quasi ein dunkles Rot und der Schweif geht dann in helles Orange über. Dann die Explosion geht dann oder startet mit Gelb und geht dann auch in ein Orange am Ende über. Und mehr ist das im Grunde nicht. Das ist relativ simpel gehalten und damit hat man auch das Material. Dann habe ich die Kamera dementsprechend gesetzt, wie ich sie haben wollte. Und das war's theoretisch. Und dann kann ich hier noch einmal einen Render machen. Und hier sieht man das dann schön. Hier sieht man das dann schön, dass von den Explosionen die Spitze quasi heller leuchtet als der Rückhalt und dann dementsprechend auch von der Rakete, weil das hier sind noch die Raketen, die quasi hochfliegen, jeweils der Schweif dunkler ist und die Explosion vorne heller. Und das finde ich wirkt sehr cool. Allerdings habe ich eine Sache vergessen, habe ich mir im Video mit angeguckt, und zwar hat der dann noch im Compositor einiges eingestellt, damit das Bild am Ende noch schöner wird. Wo ist er? Compositor, und ich habe da nichts gemacht. Ich habe es einfach vergessen. Werde ich vielleicht beim nächsten Mal nochmal nachbessern, ausprobieren. Allerdings, wenn ihr das noch dementsprechend etwas schöner haben wollt, könnt ihr euch aus dem Originalvideo noch den Kompositor raussuchen und das dementsprechend noch verbessern. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber mir gefällt es so auch schon sehr gut. Okay, das war's mit dem ersten Teil, dann geht's weiter zum zweiten. Hier habe ich dann einfach nur einen Text genommen und eine Kamera, und die Kamera steht quasi gerade vor dem Text. Den Hintergrund habe ich einfach nur auf komplett schwarz gemacht und hier auch so in Cycles, GPU Complete und dann 4K aufrecht stehend, 30 Frames. In diesem Fall habe ich dann 300 Frames insgesamt und den Speicherordner vergeben. Okay, und dann ist es hier relativ einfach. Ich habe dem Text einfach nur ein paar Werte zugegeben, und zwar, dass der im Center stehen soll, Bottom nach unten, dass der hier quasi auf der untersten Linie steht. Dann bei Schriftart und so weiter habe ich nichts gemacht. Und dann bei Geometrie habe ich ihm mit Extrude eine Dicke gegeben. Und das war es im Grunde schon. Mehr habe ich nicht gemacht. Und dann habe ich in dem Shader-Editor dem Ganzen einfach nur ein Material gegeben. Das heißt, wir gehen hier vom Objekt, gehen hier aufs Mapping, und das Mapping brauche ich für den Gradient Texture, damit wir hier dementsprechend arbeiten können, und dann das Ganze hier mit der Color Ramp auch. Und dann haben wir hier auf den Mix Color, geht das als Faktor, standardmäßig ist schwarz, und wenn der Gradient dann von schwarz auf weiß wechselt, kommen die Regenbogenfarben von links nach rechts. Und dann habe ich hier dementsprechend den Scale und alles in der Wave-Textur eingegeben, damit das dementsprechend hier auch dann wie Wellen passt.
das Ganze dann in einen Emission Shader mit einer Strength von 1 als in den Output reingegeben. Und wenn man dann in die Timeline schaut, habe ich dann hier anstatt von 0, dass der erstmal schwarz bleibt, quasi wie so ein kleiner Einlauf, bis nach hier alles schwarz. Und hier brauche ich dann, den Wert muss ich mitsetzen, weil wenn ich den jetzt hier verstelle, bewegt sich der Gradient mit. Und dann habe ich hier ebenfalls die Color Ramp, beide Farben, oder vielmehr weiß auf 0, schwarz auf 0,001 gestellt. So, und dann lasse ich das hier durchlaufen und der Wert verändert sich und der Wert verändert sich. Weil nur die Color Ramp reicht nicht, um es von oben bis nach unten zu bewegen. Dafür brauchen wir auch hier den X von dem Mapping und dann so gemacht, dass das dann hier bei 230 Frames dementsprechend hier unten unter New Year ist. Das heißt hier schwarzes auf 1 und weißes auf 0,999 und den dementsprechend auch verändert, damit das am Ende passt hier auf 1,2 Meter. Ja, und das ist im Grunde schon alles. Und wenn man dann hier weiter guckt, lasse ich das einfach nur, damit man noch Zeit hat zum Lesen. Ich bin zum Beispiel ein langsamer Leser, habe ich das dann bis zum 300. Frame noch stehen gelassen. Das sind dann ungefähr bei 30 Frames 2 Sekunden. Und damit passt das dann für mich und ich fand das sehr angenehm. Könnt ihr sonst auch gerne nehmen und für euch anpassen. Hier habt ihr nochmal, nehmen wir n nochmal eben weg, könnt ihr euch die Werte nehmen von alles sichtbar und dann, ups, da 20, alle Werte von alles schwarz. Und wenn man dann halt eben nicht draufklickt mit der Kamera, sieht man so nichts und wenn man dann weitergeht, sieht man was. Gut, das war's dann zum zweiten Teil. Dann gehen wir jetzt mit dem dritten weiter. So, hier habe ich mich auch eigentlich nahezu komplett an das Basisvideo gehalten. Es waren 2 Stellen etwas schwer zu erkennen, wie es wirklich war, weil der das an 2 Stellen ja nicht so ganz, ja, er eigentlich fast gar nicht erklärt hat. Es ist ein Video, wo nur Sound hinterlegt ist, keine Stimme. Ich fand es aber sehr interessant und das Endergebnis eigentlich ziemlich cool. Und deswegen habe ich das dann verwendet und im Grunde ist es der Kreis hier unten mit den Sternen, wird über einen Geometry Nodes erstellt und ein bisschen angepasst. Dafür wird dann ein Stern erstellt und dann wird ein zweiter Stern erstellt als Partikel und der wird dann als Particles nachher über das Particle-System nach oben geschleudert und dann am Ende wieder auslaufen lassen. So, und das ist im Grunde relativ leicht. Dann die World, fangen wir erst wieder hier an, noch Cycles, GPU Complete, alles gleich. Dann wieder die Auflösung gleich, 30 Frames, 300 Frames insgesamt und Speicherort. Dann Background habe ich Farbe genommen, wieder komplett schwarz. Ja, und eine Plane unten drunter als ein bisschen Kontrast, weil das sieht noch ganz interessant aus, weil man dann ein bisschen die schwarzen Ränder hat in der Kamera. Das heißt, es läuft dann von hier nach da in der Kamera aus, dass es in der Mitte hell ist und dann außen schwarz. Und dann die Zahl relativ einfach gemacht, die ist einmal
als Text und den als Mittel und Center eingestellt und dann bei Geometrie hat er einen Offset und eine Dicke bekommen. Und dasselbe auch mit der zweiten Zahl, die ist dann allerdings etwas flacher, die ist dann quasi von der Höhe her hinter dieser oder in dieser, wenn man das dann genau guckt. So, ist genau da drin. Und ist allerdings dann etwas dicker gemacht, dass die rauskommt und dann eine zweite Farbe vergeben. Die Farben sind aber relativ cool erklärt, aber im Video war das sehr schlecht zu erkennen, dass da auf einmal zweimal dieselbe Zahl als Text ist und das dann dementsprechend da gesehen wird. Der Rest war relativ gut zu erkennen und läuft auch sehr gut. Und dann dementsprechend hier kann man dann die Farben dementsprechend, die Materialien vergeben. Die sind aber relativ einfach. Das sind für den einen Stern einfach nur eine Emission Color, Material mit einer gewissen Strength und bei dem zweiten ist dasselbe. Und beim Text habe ich hier einfach nur eine Standard Color genommen und hier auch eine Emission und damit passt das. Das einzige, was ich bei der Emission Color hier genommen habe oder gemacht habe, ist, dass ich, machen wir einen zweiten noch auf. So, Timeline, dass ich hier jede Sekunde quasi, also alle 30 Frames, die Helligkeit umgestellt habe zwischen 5, dann ist es dunkler und 20.000 und dann ist dementsprechend hier um den Zahlen rundherum immer etwas unterschiedlich hell und das bringt quasi wie so ein leichtes Blinken, Flackern mit rein und macht das Ganze noch ein bisschen interessanter. Das war im Originalvideo auch, aber ich habe es etwas strenger gemacht von den Werten. Da müsst ihr dann gucken, was für euch entsprechend ist. Ja, und damit habe ich alle drei Teile kurz angerissen und ihr könnt die im Grunde relativ leicht nachmachen und wünsche euch viel Spaß damit. Und ja, jetzt machen wir als nächstes das Ganze dann in einem Video mit Sound zusammenfügen und dann schauen wir am Ende mal, was das Endergebnis gibt. Jetzt habe ich alles gerendert und dann fangen wir einfach mal an. Wir nehmen unsere Zeit, nehmen wir auf die Frames. Dann möchte ich das Ganze wieder in 4K. Diesmal allerdings in Hochkant, das heißt, ich tue die beiden Zahlen gegeneinander auswechseln. Das heißt, hier kommt die 3840 und oben kommt die 2160 rein. Dann können wir nochmal eben gucken, 2160, ja, 100%, dann 30 Frames, darauf haben wir es gerendert. Und ich mache das jetzt erstmal auf 800 Frames und dann gucken wir mal, ob das am Ende passt. Gut, damit haben wir den Grund fertig. Wir können dann noch den Speicherort wählen. Da nehme ich den. Okay, und dann können wir hier schon unser erstes Video einfügen. Ctrl A oder Shift A. Image Sequence 1. Tippen wir den ersten. Scrollen runter bis zum letzten und sagen Add Image Sequence. Damit haben wir die erste Image Sequence drin. Dann gehen wir hier hinter und sagen nochmal Image Sequence. Dann nehmen wir hier den Zweier. Ja, Add Image Sequence. Und dann gehen wir hier ein Stück dahinter, machen noch ein drittes Mal und machen Image Sequence. So.
Damit haben wir unsere Image-Sequenzen erstmal reingeladen. Jetzt möchte ich natürlich, jetzt fängt das hier vorne sofort an, möchte ich einen kleinen Fade-In machen und deswegen gehe ich wieder auf den ersten Frame, mache A, Image, nehmen wir von 1 das allererste Image, okay, den ziehen wir auf 30, dann können wir den ranziehen und hier können wir jetzt einen Fade-In quasi machen, also eine Einblendung. Dafür gehen wir erstmal auf den 30, auf 30 und dann können wir hier sagen Replace und wir machen Keyframe für 1 und auf Keyframe 1 sagen wir, machen wir eine 0 raus und machen auch ein Keyframe. So, das heißt, wenn wir jetzt auf Play drücken, tut er sich dann einblenden quasi und dann geht unser Feuerwerk los und dann möchte ich natürlich hier hinten, dass es dann ausgeblendet wird. So. Und dafür machen wir jetzt Shift A, Image Sequence, 1. Da nehmen wir dann das letzte Bild. Okay. Da sagen wir, gehen wir auf 210. So. Und da machen wir dasselbe. Wir ändern das auf Replace Ups. Machen Keyframe, dann auf 210. Machen wir eine 0 daraus. Und ein Keyframe. Jetzt gucken wir mal eben, können wir runterziehen. So, und dann haben wir hier einen schönen ruhigen Übergang, Ausblendung und dann kommt das nächste. Und da möchte ich am Ende auch noch eine Ausblendung haben. 510. Kommt dann Ctrl A, Script 2, das letzte Bild. Dann gehen wir bis 40. So, 510, wieder auf Replace, einen Frame, Keyframe rein und dann hier auf 0 und auch ein Keyframe. So, das heißt, Ausblenden funktioniert. Dann wollen wir dafür einblenden und dafür machen wir wieder Image Sequence, diesmal vom dritten, das erste Bild. Machen dann auch 30 Frames ist dann eine Sekunde. Und da machen wir jetzt hier sofort Replace 1. So, und hier 0 und ein Keyframe. So, das heißt, haben wir auch einen schönen Übergang. Geht aus, geht wieder an und dann geht's durch. Ups. So, dann sehen wir gerade, dass wir ein bisschen drüber sind. Wir sind jetzt bei 570, plus 3 sind 900. Also können wir 900 Frames eingeben. Dann gehen wir auf 870 und fügen noch das letzte Bild ein. So.
und das faden wir dann auch aus. So, Replace, no, 1 ja, und bei 900 0 und auch. Damit geht's dann gemütlich aus. Gut, damit haben wir die Bilder fertig oder die Animation fertig. Jetzt kommt's, ich möchte noch Sound dabei haben. Dafür habe ich mir ein paar ausgesucht und dafür fange ich jetzt mal mit den Sound an. Die Links packe ich euch dafür auf jeden Fall in die Videobeschreibung und dann müsst ihr gucken, welche ihr dann haben möchtet. Na. Gut, da macht der passt ziemlich gut. Ja, dann machen wir den noch ein paar Mal verdoppeln. So. Shift D, Shift D, Shift D, Shift D. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt rauskommen. Der letzte kann noch ein bisschen mehr. Den noch ein bisschen so. So, dann haben wir ein bisschen Variabilität drin. So. Und dann, um noch ein bisschen Variabilität reinzukriegen, können wir die Volumen, die Lautstärke noch ein bisschen unterschiedlich machen. Dann ist nämlich jeweils einer lauter, einer leiser. Ja, gibt ein bisschen Variabilität. Vielleicht machen wir den letzten noch mal ein bisschen mehr leise. 0,3, 0,8. Gut, damit kommt eine Variabilität rein. Finde ich ganz cool. Und dann haben wir jetzt hier unser Christmas, unser Logo. Da habe ich mich mit der Länge doch ein bisschen vertan. Aber es sollte gehen, das. So. Das könnte ein bisschen lauter. Machen wir mal auf 2. So. Machen wir mal so. Moment, machen wir dann. Ach, komm schon.
Da machen wir mal eben Keyframe auf 2. Na, machen wir. Machen hier ein Keyframe auf 2. Da machen wir ein Keyframe auf 1. Und hier vorne machen wir mal ein Keyframe auf 0,3. Und dann gucken wir mal, wie sich das anhört. Ja, gefällt mir. Und hierfür möchte ich dann auch noch einen Ton haben. So, ich denke, das hier könnte passen von meinen Sounds, die ich da habe. Machen wir mal so. Cutten das hier ein bisschen ab. Und dann gucken wir mal eben, dass das mit der Lautstärke auch ungefähr passt. Ja, könnte ein bisschen lauter sein. Ja, das könnte lauter sein. Machen wir 1,5, damit wir alles ungefähr auf derselben Lautstärke haben. Ja, könnt auch locker auf 2 ausprobieren. Ja. Ja, von der Lautstärke her passt das jetzt ungefähr zu dem anderen. Jetzt würde ich allerdings hier vorne mal gucken. So, würde ich das ein bisschen vormachen. Und dann sagen wir, nach hier machen wir ungefähr mal den Keyframe von der Lautstärke und fangen dann hier vorne mit 1 an. So, da machen wir auch wieder ein Keyframe auf 2 und machen dann hier bis da, wo es aufhört. So. Machen wir auf 0 Keyframe. Ja, geil, so gefällt mir das. Wir können auch einmal durchgucken. Gut, das lassen wir so. Das gefällt mir. Das speichere ich jetzt erstmal. Save as. Nehmen wir das. Handy.
Video 01, Save und dann rendern wir das mal eben. So, damit haben wir das geschafft. Es ist gerendert, die Animation ist komplett. Das soll es für das Video jetzt gewesen sein. Ich habe jetzt halt eben alles relativ kurz gehalten und ihr müsst, um das dann komplett richtig zu machen oder fertig zu machen, die Videos von denen, die ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe, angucken, damit das dann komplett klappt. Oder wenn ihr die Anweisungen noch dazu haben möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Und ja, lasst mir gerne ein Like da, einen Kommentar und dann könnt ihr euch jetzt noch einmal das Video angucken. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Gute euch und tschüss.